Ideen, neue Themen, neue Erfahrungen, neue Kontakte. Der Alster Business Club Norderstedt lädt zu seinem monatlichen Unternehmerstammtisch. Wir arbeiten auch zusammen, wie gesagt, mit Al Jazeera. Das ist ein sehr bekannter Sender, der auch sehr viel mit dem Islam zu tun hat. Ein sehr kontroverser Sender auch. Wir kennen den Sender sehr, sehr gut. Ich arbeite seit 3 Jahren mit denen. Und ich kenne den Sender so gut, dass wenn ich in einer Abteilung bin, fragen sie mich, was in der anderen Abteilung los ist. Das ist wirklich so. Darüber können wir auch gerne reden. Mein Lieblingsthema ist aber Hightech. Ich sage das ganz kurz, weil in meinen Jahren bei den Tagesthemen war ich nicht nur ein Freak für Hightech. Ich fand das immer sehr interessant und sehr spaßig, Boys and Toys. Aber auch extrem wichtig. Und wenn wir ein Team hatten wie LASIK-OPs, vertrat ich in der Redaktion die Meinung, dass das ein ganz wichtiges Thema ist für unser Publikum, weil das Leben der Zuschauer verändert. Man geht zu einem Arzt und er macht und dann schmeißt man seine Brille lebenslang weg. Und das ist bei ganz, ganz vielen Hightech-Themen der Fall. Die sind extrem relevant für Zuschauer. Als es kam, war ich raus, habe ich dann meine eigene Hightech-Sendung gegründet und da kann ich machen, was ich will. Und das macht enorm viel Spaß. Und die Themen sind auch wichtig. Wir waren letzte Woche bei der Games Convention zum Beispiel in Leipzig. In Europa und wahrscheinlich auch in diesem Raum denken die meisten Games, das sind ja diese Kids, die spielen 60 bis 80 Stunden. Die haben alle Pickel im Gesicht und nichts in der Birne und hauen dann in die Tasten. Und da gibt es diese Kids, das stimmt. Aber unsere Sendung hat sich damit beschäftigt, dass zum einmal gibt es Profis, die spielen um Preisgelder im Wert von teilweise bis zu 500.000 Euro. Die verdienen zum Teil 100, 200, 300.000 Euro im Jahr. Die bilden Nationalmannschaften, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass diese Kids durch ihre Hightech-Grafik die Laptop-Generationen der Zukunft definieren. Das sind die wirklichen High-End-Anwender. Und deswegen fahren auch die Vorstände von Intel und AMD und wie die alle heißen, die rasen alle nach Leipzig, die waren alle da, um zu sehen, was brauchen diese Kids, was machen die, was denken sie, was müssen wir denn machen für die Zukunft. Und die wichtigste IT-Entscheidung in der Geschichte der Computerindustrie wurde entschieden auf dem Schlachtfeld der Computerspiele. Und zwar ich rede von einem Markt, schätzungsweise 45 Milliarden. Und zwar die Systementscheidung zwischen HD, DVD und Blu-ray. Das kennen Sie auch wahrscheinlich aus der Presse und so. Blu-ray hat gewonnen. Aber es sah nicht zunächst aus, als Toshiba mit HD auf den Markt ging. Die waren 6 Monate vor Sony da. Die waren in Führung, 6 Monate. Die lagen preislich unter Blu-ray. Die hatten sogar, obwohl Sony ganz viele Filmstudios gekauft hat, die haben TriStar gekauft, die haben Columbia Pictures gekauft, die haben Lionsgate alles gekauft, hat Toshiba es geschafft, sehr, sehr viele Hollywood-Filme durch Partnerschaften. Also sie hatten mehr Filme auf ihr System. Und die verkauften auch mehr Geräte. Also Toshiba dachte, oh, haben wir gewonnen. Wir haben mehr Geräte verkauft, die waren früher da, sind preisgünstiger und haben mehr Filme. Ganz klare Sache. Aber die Leute zu Hause kauften mehr Blu-ray. Und die Leute, die in die Bibliotheken gingen, die verlangten alle Blu-ray. Warum? Weiß ja immer? PlayStation 3. PlayStation 3. Im PlayStation. Da war ein Blu-ray-Laufwerk drin. Das hatte Toshiba gar nicht zur Kenntnis genommen. Bei der Xbox hätte das HD-Laufwerk extra gekostet. Ja. Ganz klar. Ein enorm wichtig, also bestimmt die größte und wichtigste Systementscheidung der Geschichte wurde bei den GEMA entschieden. Deswegen haben wir da eine Sendung gemacht über diese Themen. Aber jede Woche haben wir spannende Sendungen, viele medizinische Themen und so. Und ich zeige euch ganz kurz einen Trailer von unserer Sendung, ein Kabarett. Und dann können wir gerne einfach Fragen stellen, nehmen. Das ist wahrscheinlich das sowieso das Spannendste. Ich bin gespannt, wie der Ton läuft. Das ist aber langsamer Rechnen.
Science and technology, too often ignored by mainstream media, are changing our lives at breathtaking speeds. As we proceed to build the tiniest molecular machines to map the secrets of our genetic codes and conquer our crippling and cruelest diseases. As we continue to study speed and time and to explore the endless reaches of our universe, mankind is redefining the laws of nature. New inventions and technologies will affect our daily lives, and nothing will be untouched. Not our health, nor our homes. Not our fashion, nor our dreams. Not the air that we breathe, nor the truth that we believe. Transportation and mobility are reaching new dimensions, and our visions skyrocket to new frontiers with new ways of mass communication. Surgery and pharmacy are on their way to protect the ultimate frontier. Can we conquer death? As the race to knowledge accelerates, we no longer measure in centuries or years, in months or minutes. This race is now measured in nanoseconds. The world of change is changing us. We need to understand the new challenges of our times with all their opportunities and visions. We need to know now. Understanding tomorrow. Urgent News. Weekly. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben über 600 Fernsehfilme gemacht. Und meine große Leistung bei diesem Trailer war, dass ich die Hände davon gelassen habe, denn es gibt Experten, die können das viel besser. Da habe ich aber ich nehme gerne Fragen. Ich finde das viel spannender, wenn ihr ein bisschen Input gibt und dann können wir, also ich habe ein bisschen geschildert, was für Themen wir haben. Und dann, sonst muss ich alleine losquatschen. Bitte, ja. Ich habe eine Frage. Wenn ich mich als Frau in der Radio Fuß fassen möchte, Geschäfte machen möchte, brauche ich da einen Herrn, der da vorgeht, oder ist das als Frau durchaus okay heute? Arabien ist nicht Arabien, ist die Antwort. Okay. Also Sudan, Ägypten, Jordanien, Libanon, ja. Da ist das sehr, also in Libanon sind auch viele Frauen im Geschäft, aber es wäre sehr, sehr ratsam. Am Golf kann man als Frau alleine. Kann ich Sie für Unterstützung mal nehmen zum Ernteauftrag? Darüber müssen wir den Aber es sind wahnsinnig attraktive und spannende Märkte. Also die Golfstaaten sind nicht frauenfeindlich, wie häufig hier gedacht wird. Also islamische Staaten hatten Staatschefs schon lange vor Deutschland und weibliche Staatschefs. Und die Ministerin zum Beispiel für Wirtschaft in Dubai ist eine Ministerin, eine Frau. Und es ist sehr, sehr häufig, dass Frauen mir gegenüber am Tisch sitzen und verhandeln, und zwar knallhart. Und mit viel Kompetenz. Die Universität in Katar hat 60% Frauen, 40% Männer. Also da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan.